Essen ist längst nicht mehr nur ein Grundbedürfnis. Es ist Teil geworden von der Art, wie wir uns ausdrücken und persönlich definieren. Über dem Ganzen liegt ein Megatrend: Digitalisierung. Und die verändert nicht nur unser Essverhalten, sondern die gesamte Foodbranche. Wir geben Einblick in eine Welt, die sich so schnell verändert, dass sie mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. In dieser Episode haben ein Bauer, ein Koch, ein Detailhändler und ich eins gemeinsam. Uns alle interessiert, wie man mit digitalen Tools mehr Transparenz bei Lebensmitteln schaffen kann. Also wir haben ja auch nicht eine ewige Zeit im Migros stehen oder sonst in einem Grosshandel stehen und alles anschauen, woher kommt es jetzt. Man hat das Palmöl drin, oder ist das drin? Das ist irgendwie auch mühselig, oder? Und ich kann da jeden verstehen, der das dann irgendwie nicht macht. Also klar ist jeder Einzelne gefragt, aber wir macht es uns auch nicht ganz einfach, finde ich. Die erste Grenze, glaube ich, ist der Aufwand. Oder? Also, wenn wir jetzt, ich nehme ein Produkt, das sehr gut läuft, Rohbar. Das sind so Riegel. Es ist voll Trend, es ist vegan, es ist Rohkost, es ist Bio. Das wird aus Rohstoffen aus der ganzen Welt hergestellt. Es wird in Rumänien produziert, kommt nachher irgendwie hierher. Und wie wollte ich jetzt den Riegel nachvollziehen, was wo wie drinnen ist? Also, es ist eigentlich unmöglich. Es gibt ein paar Webseiten, wo man googeln kann, wo man dann vielleicht sieht, was hinter einem Produkt steckt. Was wir angefangen haben, wir haben sehr viel Import persönlich mit kleinen Importeuren organisieren. Weil wir gesagt haben, wir möchten nicht irgendeine Pasta im Sortiment, sondern eine von einer Manufaktur, die ein bisschen die Philosophie, das, was wir auch überbringen wollen, auch im Ausland lebt und so. Also wenn man den Laden möchte, der nur noch die Hand ins Feuerprodukt hätte, dann hätten wir etwa 2000 Produkte nicht mehr im Sortiment, gerade Import. Also gerade dort kommt man relativ schnell so ein bisschen an eine Grenze. Wenn jedes Säckchen Nüsse mit einem Code oder einem Chip eine eigene digitale Identität bekommt, mit denen ich Daten zu Wachstum, Transport und Verarbeitung von genau diesen Nüssen abrufen kann, dann redet man von Internet of Things. Theoretisch wäre es also möglich, eine sehr hohe Transparenz zu schaffen. Praktisch scheitert es aber an der Tatsache, dass alle Bauern, Verarbeiter, Produzenten, Händler, Logistiker das Gleiche müssen anwenden. Und Energie und Rohstoff, die es braucht, um die unvorstellbare Datenmenge zu speichern und zu übermitteln, macht das Ganze noch mal schwieriger. Digitalisierung ist allgegenwärtig. Wir haben uns überlegt, in der Direktvermarktung des Gemüse, wie wollen wir unsere Kundschaft erreichen? Wo ist der heutige Durchschnittsbürger? In der Regel ist er digital, online, auf dem Smartphone. Also haben wir gesagt, dann müssen wir probieren, ihn dort zu erreichen, indem wir eine App erschaffen, wo wir dann das Gemüse, aber nicht nur das Gemüse, sondern das ganze Erlebnis dazu verkaufen können. Also die Grundidee ist, wir verkaufen Gemüse pro Quadratmeter. Du hast dein persönliches Gemüsefeld, das wir für dich bewirtschaften. Und du bekommst über unsere Bionair-App regelmässig ein Update. Du siehst genau, wie es deinem Gemüse geht. Du kannst es hautnah miterleben. Und am Schluss der Saison bekommst du die komplette Ernte. Alles, was auf deinem Quadratmeter gewachsen ist, gehört dir. Inklusive der krummen Rüebli, das Kleine, das Grosse. Und so die Bauern eigentlich am Konsument sehr nahe bringen. Also er kann es wirklich miterleben. Weil wenn der Ertrag tiefer ist, dann spürt er das. Wenn der Ertrag besser ist, dann kommt es ihm gut. Im Moment ist unser Hauptinstrument das Foto. Also, dass wir mit dem Nadel ein Foto machen und das aufladen. Immer wenn etwas passiert, wenn wir säen oder setzen, dann ist es natürlich auch interessant, ein Video zu machen. Aber nachher kann es natürlich weitergehen zu einer Live-Cam. Es gibt mittlerweile Bodensensoren, wo man einfach die Bodentemperatur zum Beispiel übermitteln kann, die Bodenfeuchtigkeit oder sogar den Nährstoffgehalt. Oder? Es gibt chemische Spannungen, die man messen kann. Also es sind eigentlich sehr wenige Grenzen gesetzt. Daten sammeln ist das eine, aber was nützen mir diese Daten? Ist die Mandel besser, weil ich weiss, wie die Bodenfeuchtigkeit war? Vermutlich eher nicht. Vielmehr geht es doch darum, wie wir in Zukunft die richtigen und wirkungsvollen Daten sichtbar machen können. Für Gastronomen, die eine Geschichte erzählen wollen, ist Bionair sehr gut geeignet. Es ist aber natürlich so angedenkt, dass man
der Lebenslauf von einem Gemüse kann digital anzeigen, sei es jetzt an der Wange im Restaurant, auf einem Fernseher, auf einem Tablet, auf dem Tisch, ein QR-Code auf der Karte, wo der Kunde dann selber das nachschauen kann. Ich würde manchmal gerne überall kleine Tablets im Laden haben, wo du schnell draufklicken und siehst, jetzt wächst der Spargel oder jetzt kommt das und jetzt blühen die Bäume, wo ich sehe, wie der Stall aussieht, oder? Wie das Tier dort lebt. Und das würde ich gerne zeigen. Also, ich habe das Gefühl, die Dokumentation müsste ein bisschen emotionaler geladen sein, vielleicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir vertrauen oder du kannst mir vertrauen, was wir hier machen, oder den Bauern, dann hat das emotionale Komponenten, nicht nur eine deklaratorische, das ist drin und das und das und das kommt von da und das kommt von da, weil eigentlich sagt einem das noch nichts. Es sagt einem erst etwas für mich in der Tiefe, wenn ich spüre, was für eine Haltung steckt dahinter. Eine super Idee, was er hier auf beigestellt hat. Es bringt dich, Privatperson oder Gastronomiebetrieb, irgendwie näher zu deinem Produkt, zu deinem Gemüse. Also er lupft auch raus, wenn er da auf WhatsApp oder so irgendwelche Gemüsefotos schickt, dann lupft einer das irgendwie schon auf etwas an und dann fängt es an, kreativ zu denken. Mir vergrößert es den Spielraum extrem. Ich habe da Vielfalt und Storytelling, was ich nachher wieder am Gast beibringen kann. Das ist natürlich, das ist alles eine Bereicherung für mich. Ja, der Geschmack ist natürlich das Wichtigste. Der Ausgang von einem guten Gericht ist immer das Produkt selber. Umso besser das ist, umso besser ist nachher das Gericht selber. Also sonst lohnt es sich gar nicht, irgendwann weiterzumachen, anfangen zu kochen, wenn das Produkt schon nicht stimmt. Also, das ist halt alles eine Zeitfrage bei uns. Es ist natürlich schneller, in den Grosshandel hineinzulaufen. Ja, es ist eine Einstellungssache. Und wenn man das will, unterstützen, unsere nachhaltige Lebensmittelbranche, dann muss man wieder auf Kleinbetrieb gehen, glaube ich. Selber einkaufen und sich mit dem auseinandersetzen. Wieder gut, man muss es ja nicht jeden Tag machen, aber also ab und zu ist ja auch schon geholfen. Wir entdecken natürlich wieder ganz neue Sachen und irgendwie die Freude vom Kochen kommt, ich glaube, zurück. Die Inspiration, die Ideen, man weiss wieder, was Saison hat. Und ja, es ist einfach wieder ein neuer Bezug oder wieder mehr Bezug, so wie wir das früher eigentlich auch gemacht haben. Und bei uns ist das halt irgendwie verloren gegangen durch den Überkonsum, den wir haben. Zukünftig verhelfen uns digitale Tools zu mehr Transparenz bei Lebensmitteln. Das Sammeln von Daten ist da zentral. Dem sind aber auch Grenzen gesetzt, zum Beispiel der Zeitaufwand, Speicherkapazitäten, Ressourcenverbrauch und das Mitwirken von allen Beteiligten. Die Frage ist doch eigentlich, brauchen wir überhaupt 100%ige Transparenz? Viel wichtiger ist doch, dass man am Menschen hinter einem Produkt vertrauen kann. Und mehr Daten heisst auch nicht automatisch mehr Vertrauen.